Fragen wir nach bei Achim Unser. Also wie groß ist denn jetzt tatsächlich das moralische Dilemma auch für den Bundeskanzler, Achim? Also das war schon groß. Das kann man schon daraus ablesen, dass es ja, wir haben es gerade im Beitrag gehört, schon lange über diesen Austausch verhandelt wurde. Und die Amerikaner hatten da auch ein besonderes Interesse daran und wussten dann eben auch, dass sich Deutschland da schwer tut. Weil wir reden immer vom Gefangenenaustausch, dem größten seit dem Kalten Krieg. Da war es aber ein bisschen anders. Da war ja Spione gegen Spione, Ostspione gegen Westspione. Diesmal war es eben zum ersten Mal ein Mörder, der aus deutschen Gefängnissen entlassen werden musste. Und auf der anderen Seite waren es eben Journalisten und Dissidenten, also eigentlich Leute, die sich nicht zu Schulden haben kommen lassen. Und deswegen fiel das natürlich der Bundesregierung besonders schwer. Marco Buschmann, der Bundesjustizminister, spricht deshalb auch von einem bitteren Zugeständnis, das er machen musste, weil er musste es tatsächlich machen. Es hätte ja noch die Möglichkeit der Begnadigung gegeben für den Tiergartenmörder, um ihn dann überhaupt für den Austausch haben zu können. Aber die hätte der Bundespräsident machen müssen, hat er nicht gemacht. Insofern musste dann eben Marco Buschmann eine Weisung an den Generalbundesanwalt geben, dass der eben diesen aus der Haft entlässt. Und Marco Buschmann sagte dann eben auch, ja, im Zweifel war das dann eben eine Entscheidung für die Freiheit. Also das auf der einen Seite ist für die deutsche Regierung besonders schwer und auf der anderen Seite natürlich auch das Element der Erpressbarkeit, das jetzt sozusagen dann auch auf dem Tisch liegt, nämlich dass Russland möglicherweise Gefallen daran findet und dann auch Angehörige von Deutschen, die eben in Russland möglicherweise noch Geschäfte machen, dann einfach auch aus fadenscheinigen Gründen dann verhaften und dann hat man wieder sozusagen ja, Menschenmaterial für weitere Erpressungsversuche. Insofern ist das tatsächlich auch ein riskantes Spiel, das man hier jetzt sozusagen eingeleitet hat, indem man eben diesem Gefangenenaustausch am Ende zugestimmt hat. Ja, tatsächlich nicht ungefährlich das Ganze. Dankeschön, Achim, für deine Einschätzung.